Und schon wieder ein Video, bei dem ich aber nicht nur reden werde, ich zeige euch gleich ganz viel, nämlich ganz viel Elektronik. Ich habe hier ohne Ende Fahrtenregler getestet für euch. Die Originalelektronik einmal, die verbaut ist, wenn man den WL Toys kauft, und natürlich ein paar andere Brushed-Fahrtenregler, die man nutzen kann, um diesen Motor hier zu benutzen. Warum sollte ich das tun? Natürlich, wenn ich meine eigene Fernsteuerung fahren möchte mit einem eigenen kleinen Empfänger und dafür mehr Einstellmöglichkeiten habe als mit der Originalgeschichte, dann brauche ich einen Fahrtenregler. Einer davon ist brauchbar vom Fahren her, einer davon ist super praktisch, hat aber leider einen Riesennachteil, einer davon ist Crap. Und, oh Überraschung, das Originale, diese Empfänger-Fahrtenregler-Einheit, die dabei ist viel besser, als man glauben sollte, seit wir das neue Protokoll haben. Das zeige ich euch alles jetzt, kommt mal ein bisschen dichter. Ich erkläre euch kurz die Vor- und Nachteile, bevor wir dann losfahren. So, Schnelldurchlauf, Kurzvorstellung. Wir fangen an mit dem Dumbo RC. Das ist er. Der hat eine ganze Menge Kabel, die alle total Sinn machen und wirklich spannende Funktionen bieten. Anschließend erstmal dem Motor. Es ist ja alles chinesisch da drauf. Wenn man ihn kauft, dann ist da meistens ein Beschreibungsbild mit bei, wo eine Übersetzung bei ist. Motor kommt hier oben ran. Rot außen, schwarz innen. Licht kann ich hier ganz unten ranstecken. Dann kann ich quasi über einen Kanal an der Fernsteuerung das Licht sogar an- und ausschalten. Das zweite Pin-Paar, da kann man so einen passiven Buzzer anschließen als Lipo-Warner. Das dritte und das vierte Paar wären Blinker, die tatsächlich funktionieren. Das andere Paar da unten, das ist dann, da steht Backup. Das habe ich als einziges noch nicht rausgefunden. Hat vielleicht mit dem Flugmodus was zu tun oder so, denn er hat 3 Modi. Einmal ist hier eine LED und irgendwo da ist ein kleiner Schalter. Da kann ich umschalten zwischen Vorwärts, Rückwärts, Vorwärts, Bremse, Rückwärts und Flugmodus. Da geht eine Richtung, glaube ich, irgendwie permanent. Habe ich keine Verwendung für. Akku kommt hier dran. Wegnehmen. Dann habe ich hier Channel 2, das ist der Receiver. Das ist gleichzeitig eine Lichtsteuerung, denn über das Steuerkabel wird gleichzeitig, wenn man es dann angeschlossen hat, auch ein Bremslicht geschaltet zum Beispiel und würde dann einfach hinten aufleuchten, wenn man bremst. Tatsächlich. LED, das ist das Ding, was wir brauchen, wenn wir hier unten das Licht angeschlossen haben an dem letzten Part. Damit kann ich dann quasi auf Kanal 4 oder so das Licht schalten. Und auf dem hier steht Channel 1. Der müsste mit dem Adapter parallel eingeschliffen werden bei Kanal 1 tatsächlich für die Steuerung. Der muss da mit ran, parallel zur Lenkung. Und dann würde beim Linkssteuern auch links geblinkt werden und beim Rechtssteuern rechts geblinkt. Total toll. Für 7 oder 8 Euro, meine Güte, ist der toll. Donalds Neffe, der Kanal, hat den vor 2 Jahren schon getestet. Und was soll ich sagen? Er war genauso begeistert wie ich, bis er ihn in Betrieb genommen hat. Denn das Anfahrverhalten ist wirklich schlecht. Das langsame Fahrverhalten geht gar nicht. Zum Driften klappt es noch einigermaßen. Trotzdem ist das wirklich suboptimal. Ihr seht das gleich. Für einen Crawler, für Mikrocrawler kann man das leider komplett vergessen. Umso schlimmer, als dass das Vorgängermodell viel besser gewesen ist. Das sieht man auf Donalds Neffe auf dem Kanal, dass das andere Teil, der Vorgänger von dem, der sah so ein bisschen ähnlich aus wie dieser in so Folie, der fuhr richtig schön langsam an. Wie schade. Der hier hat nicht so viel Spielkram, der hat einfach nur Anschluss für den Empfänger. Immerhin hat er einen Ausschalter, auch etwas, was dem Dumbo RC leider fehlt. Der geht sofort an, sobald man Akku anklemmt. Hier wird natürlich der Akku angeschlossen und hier wird der Motor angeschlossen. So, der hat mit Abstand das beste Regelverhalten und ist jetzt hier und jetzt derjenige, den ich empfehlen kann, wenn man das so machen möchte. Wir reden hier von Low Budget. Natürlich gibt's bessere Fahrtenregler, aber im Bereich von zwischen 10 und 15 Euro oder so ist der hier echt cool. Wichtig ist Version 2. Das ist unbedingt das, was draufstehen muss. Den hat auch Beaver getestet schon. Mit dem ist er auch ganz zufrieden. Es gibt so einen Ableger, so einen komischen Klon in Rot. Der schwirrt durchs ganze Internet. Der hat hier angeblich eine Umschaltung mit Bremse oder nicht. Funktioniert nicht. Ich habe mir 2 davon geholt. Mit einem davon habe ich mir direkt 2 Empfänger gebrutzelt. Der hier geht, hat im Grunde die gleichen Funktionen wie der grüne, regelt aber viel schlechter, wird heiß, ist absolut nicht zu empfehlen, totaler Crap, Finger weg davon. Zeige ich euch jetzt alles mal. Und jetzt, ja, jetzt losgehen.
Auf geht's, fahren. So, ist er angeschlossen. Entschuldigt das Kabelwirrwarr, das ist halt meine Bastelbude, damit ich überhaupt viel zeigen kann. Ganz viel lose Kabel, viele Adapter und so sieht er angeschlossen aus. Hier vorne habe ich mir einfach so ein paar mit Schrumpfschlauch ummantelte Pins gebaut, damit ich das Licht anschließen kann als Adapter, damit ich hier das Licht nicht irgendwie umbasteln muss. Und ihr könnt sehen, über die Kanal 3, machen wir kurz einen anderen Winkel. So, hier habe ich mir das hingelegt. Das ist doch ganz cool. Blinker habe ich jetzt nicht, die ich euch zeigen kann. Aber ihr seht schon hier das relativ schlechte Regelverhalten. Das ist das, was ich euch ja eigentlich zeigen will. Der fährt direkt schnell los. So, jetzt gibt's einen Trick, was ich eigentlich gerne mache. Ich gehe mal dichter ran, dann seht ihr, was ich meine. Beim Driften ist es eigentlich wichtig, schaut mal auf das Hinterrad, theoretisch rollen die ein bisschen nach, wenn ich vom Gas gehe. Praktisch ist es aber so, wenn ich vom Gas gehe, bleiben die Räder sofort stehen und das Auto rutscht. Es rutscht einfach und die Räder stehen, weil einfach die Reibung so gering ist, glatter Boden, Driftreifen. Jetzt mache ich normalerweise folgenden Trick. Ich mache das Steuertrim, die Gastrimmung, fahre ich so lange hoch, bis er fast losfährt, damit er in dem... Aber genau das geht hier nicht. Das heißt, ihr seht es jetzt, die geringste Möglichkeit, die ich mit der Fernsteuerung habe, zwischen fährt noch nicht und gibt sofort volle Pulle Gas. Das geht gar nicht. Mit dem anderen Regler, das seht ihr gleich, fängt der Motor erstmal an so zu fiepen und fährt beinahe los. Und in dem Modus habe ich ihn dann, wenn ich nämlich dann Gas gebe und vom Gas gehe, dann rollt er aus, weil er fast fährt. Das kann ich mit dem hier echt vergessen. Hier, das ist, ich trimme gerade, ne? Das ist die kleinste Einheit. 1 Punkt von 100. Dieser Regler fährt digital und ist damit eigentlich komplett raus. Es geht. Klar kann ich damit ein bisschen driften. Oh, falsche Richtung. So, passt mal auf. Ja, ich mache das hier auf den Tisch. Aber na gut, dass er jetzt kreiselt, liegt jetzt hier glatt auf glatt. Aber ich bin hier mit dem Finger nur am Zucken. Irgendwie geht's, aber es fährt sich einfach nicht gut. Die nächste Möglichkeit, die ich mache, um überhaupt daran zu kommen, dass es besser funktioniert, ist, dass ich die Dual-Rate runternehme. Etwas, was ich übrigens an der Funke, ich bin hier gerade auf 25%, sieht man das? 25% vom möglichen Vollgas, sonst ist es überhaupt nicht möglich. Wenn ich hier mal auf 100% gehe, das, was das Auto eigentlich drauf hat. Moment. So, also, ich sag dir, was das Auto eigentlich drauf hat. Jetzt hört ihr auch. So ist fast kein Fahren mehr möglich. Es geht auch, aber ich habe halt viel weniger Weg. Wenn ich auf 25% gehe, dann habe ich viel mehr Regelweg, um das bisschen, was der Regler bietet, an Feinfühligkeit zu haben. Alles in allem echt schlecht. Jetzt zeige ich euch mal den grünen. Der geht wirklich besser. So, jetzt ist der grüne angeschlossen. Der hängt hier nur so lose rum. Ist schon justiert. Und ich zeige euch mal, wie langsam ich mit dem anfangen kann. Ganz anderer Schnack. Mit dem kann ich wirklich langsam losfahren. Und man merkt es, wenn ich meinen Trick mit dem Trimmen wieder probiere. Passt mal auf. Na. So. Ich fange jetzt an, man hört das Piepen wahrscheinlich nicht, weil ich habe so ein Mikro, so ein Steckmikro dran, mit dem ihr mich zwar gut reden hört, aber der blendet immer die Nebengeräusche aus.
Moment. Jetzt fängt er an zu piepen. Ich halte das Auto mal kurz an meinem Mikro. Hört man das? Er kriegt immer ein bisschen mehr Strom. Jetzt fängt er an. Hier immer noch, wenn ich es zurück mache. Er dreht ein bisschen. Das reicht so gerade nicht zum Losfahren. Und jetzt rollt er aus. Ich gebe ein bisschen Gas und gehe sofort vom Gas. Und er rollt aus. Noch ein bisschen weniger. Jetzt habe ich das, was ich will. Ich gebe Gas, er bleibt stehen, aber er rollt ein bisschen nach. Es blockiert nicht. In dem Modus kann man natürlich dann viel schöner driften. Achtung. Also ihr seht den Unterschied vielleicht nicht so sehr, wie ich es hier im Finger spüre. So. Es lässt sich einfach viel, viel schöner fahren. Jetzt gehe ich nochmal wieder die Dual-Rate runtersetzen. Die ist nämlich gerade noch auf Max. Setze sie jetzt mal wieder auf 25. Das ist zu wenig. So, 25. Und jetzt habe ich wirklich eine feinfühlige Steuerung, mit der ich auf glatten Boden wunderbar driften kann. Das Ding ist einfach, dass ich jetzt hier hinten wirklich Vollgas brauche für Vollgas. Und ich habe diese 2 Zentimeter als Regelweg quasi. Wenn ich auf 100% bin, dann drifte ich nur hier vorne, weil ich fast kein Gas brauche. Jetzt kann ich wirklich alles benutzen und so habe ich natürlich viel mehr Gefühl im Finger. Und ihr seht, jetzt wäre es beinahe doch passiert, ich kann zumindest sehr viel gefühlvoller und entspannter so fahren. So, und jetzt noch ganz kurz den roten. Also ich habe hier die Dual-Rate immer noch auf 25% und es passiert erstmal gar nichts und der geht auch sofort los. Und hier in dem Bereich, man hört es wieder nicht, der Bereich, in dem er fast anfährt, der klingt ganz fürchterlich. Ich halte es mal ans Mikro. Also ich würde fast sagen, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, dass der verhält sich, als hätte er Cogging. Also er ruckelt und dann fährt er direkt schnell los. Ganz merkwürdig. Also ich muss hier erstmal nachjustieren, das geht so gar nicht. Moment, falsche Richtung. Bisschen Gas trimmen. Ups, das war zu viel. Ja, der hat im Grunde das gleiche wie der Dumbo erzählt. Also letztendlich funktioniert es auch irgendwie, aber er regelt sich, er fährt einfach nicht schön. Ach, es ist so subjektiv, das kann ich im Video so schlecht zeigen. Also ich sag mal so, vom reinen Fahrverhalten, vom Gefühl in den Fingern her ist der grüne um Längen besser. Es gibt keinen Grund, den roten zu kaufen, auch wenn er funktioniert. So, und jetzt noch kurz mal die Original-Edo, das ist nämlich ganz spannend. So, das ist jetzt mein erster Umbau, den ich gemacht habe, also ein anderes Auto. Das ist eine etwas andere Variante Lenkgestänge und es ist schön aufgeräumt, wie ihr seht. Ich habe hier einfach nur den Akku angeschlossen, mir einen kleinen Adapter gebaut, damit ich irgendwie hier den Giro dazwischen schalten kann. Motor habe ich mir auch einen Adapter dran gebaut, damit ich das hier umstecken kann, aber trotzdem die Original Elo noch benutzen kann. Also auch hier kann ich natürlich dann immer mal was anderes drauf bauen. Und jetzt passt mal auf, das ist gar nicht so schlecht. Der fährt wirklich richtig gemütlich langsam los. Besser ist es so zu sehen. Ich kann den relativ entspannt losfahren. Wer hätte das gedacht?
Das ist ja hier Throttle Trim. Das heißt, wenn ich hier nach rechts drehe, habe ich Vollgas. Und wenn ich ganz nach links mache, man hört es wieder nicht, dann fehlt er nur ein ganz bisschen. Achtung. Das war jetzt gerade am Mikro wieder gehalten. Jetzt drehe ich nochmal nach rechts und halte nochmal ans Mikro. Sehr praktisch, weil man hier direkt an der Fernsteuerung, ohne es programmieren zu müssen, die Dualrate wechseln kann und natürlich an Untergrund anpassen kann. Sehr unpraktisch, weil ich hier natürlich den Nachteil habe, es rollt zwar nach, ihr seht es, aber ich habe wieder diesen Effekt, wenn ich anfahre, dass die Reifen sofort stehen bleiben, weil die Reibung einfach zu klein ist, dass er ausrollt. Das ist, wenn ich langsam drifte oder wenn ich vom Gas gehe, schwierig, weil es passiert Folgendes. In dem Moment, wo ich mitten im Drift vom Gas gehe und die Räder blockieren, bricht hinten sofort das Heck aus. Das ist beim Driften einfach nicht cool. Also es geht. Ich kann euch empfehlen, macht es mit der Original Elo, wenn ihr das Auto dann irgendwie nachbastelt. Ich fange ja jetzt demnächst mit dem Bauvideo an, um zu zeigen, wie ich das hier gemacht habe mit einfachen Mitteln. Das funktioniert. Man muss nicht erst teures Zeug kaufen. Moment, ich muss mal hier. So. Also ich kann hier kontrolliert auf den Tisch meine Kreise ziehen. Haha, beinahe, aber er ist nicht gefallen. Es ist eben nicht ganz so gut zu fahren. Also es geht schon. Es ist insgesamt ein bisschen schwieriger. Aber es ist im Moment so, ich fahre mit meinem Sohnemann gerade, er nimmt immer den hier, ich nehme meinen anderen mit der Radiolink-Funke und obwohl ich mit dem hier nicht so gut klarkomme wie mit dem anderen, geht meinem Sohn das andersrum. Der kommt mit diesem Wagen hier besser klar als mit meinem, weil es ist einfach ganz viel Gasfinger und Übung dabei. Also man kann den hier driften auf dem Track. Ihr werdet noch viele Aufnahmen davon sehen in nächster Zeit. Es ist nur einfach so, dass das hier kein Hightech-Drifter ist. Und das möchte ich an der Stelle nochmal klarstellen und dafür dürft ihr mir nochmal ins Gesicht gucken, was ich eigentlich will mit dieser ganzen Videoserie. So, ich hoffe, ich verzettel mich jetzt nicht in zu viel Gerede oder in zu viel Wiederholung, aber ich möchte unbedingt nochmal eine Sache klarstellen. Von was reden wir hier eigentlich? Wir reden hier von einem 50-Euro-Spielzeug. Wenn man Glück hat und es gibt mal so ein Angebot bei TomTop oder sogar bei Amazon, manchmal sogar unter 50. Ich habe die schon für 44 Euro gesehen mit 2 Akkus. Gesehen ist gut, ich habe sogar meine beiden so gekauft für das Geld. Es ist ein Spielzeug. Die gute Nachricht ist, und das ist das, was ich auf meinem Kanal mit diesem Projekt vorstellen werde, man kann mit wenig Aufwand dieses Spielzeug richtig vernünftig zum Driften bekommen. Ich rede nicht von rumrutschen, ich rede von Driften. Also saubere Achten ziehen um 2 Becher, wirklich kontrolliert Wege abfahren. Das geht mit diesen Dingern. Es geht. Ich bin ein Freund vom Pareto-Prinzip, die 80-20-Regelung. Mit 20% Aufwand kriege ich 80% Ergebnis hin. Ich kriege ein 80% oder ja, wenn man von 100% Perfektion und Optimum ausgeht, an 80% komme ich mit den Dingern hier ran, mit viel Übung und so weiter. Um diese letzten 20%, um es perfekt zu machen, hinzukriegen, muss man nochmal 80% Aufwand reinschmeißen und Kohle. Das macht überhaupt keinen Sinn. Darum, ich habe meine Lösung gefunden, einen Umbau auf RWD, ohne Extrateile, ohne 3D-Druck, ohne dass ich noch was kaufen muss. Ich habe mir sogar das Servohorn hier gebastelt aus der abgeknipsten Oberbrücke. Passt perfekt. Ganz kleiner Aufwand. Ihr braucht ein Gyro. Das muss ein gutes Gyroskop sein. Es macht keinen Sinn, da so ein billiges zu nehmen, weil das Gyro ist das, was die ganzen Unzulänglichkeiten dieses Autos wegbügelt, wenn es vernünftig funktioniert. Kostet, ja, ich sag mal 40 Euro müsst ihr dafür hinlegen. Eigentlich genauso viel wie für das Auto. Aber dann klappt's. Vor allen Dingen könnt ihr das später noch weiter benutzen für vielleicht ein teureres Chassis, komme ich gleich zu. Und ihr braucht Driftreifen für 10 Euro. 100 Euro und ihr habt einen richtig coolen Wohnzimmerdrifter. Denn üben heißt das Stichwort. Ich merke das gerade selber. Ich beschäftige mich jetzt seit einigen Wochen mit den Dingern und immer, wenn ich meine Umbauten hier probiere und muss ich üben. Ich werde immer besser und bin immer überraschter, wie gut die funktionieren.
Wenn ihr richtig viel mehr Aufwand hier reinsteckt, also es gibt diese coolen Videos von Beaver und von Zeus Garage und noch viele andere YouTuber, die hier wirklich das Optimum rausgeholt haben. Also einstellbaren Sturz oder einstellbare Spurstangen für Toe-out, Toe-in, also dass ich Nachlauf auch sogar regeln kann, Spur, Sturz, den ganzen Kram. Die Ergebnisse sind verblüffend. Aber erstens steckt da richtig viel Modellbau-Know-how drin und zweitens werden die immer noch nicht auf dem Level sein, auf dem so ein richtiges Driftchassis ist. Jetzt aber wieder die gute Nachricht. Wenn ihr euch jetzt ein teures Driftchassis kauft, ich habe das tatsächlich vor irgendwann demnächst, wenn ich mit dem hier durch bin, dann kostet das Chassis 250 €. Motor, Regler, Empfänger, mikromäßig, braucht ihr richtige Driftreifen. Ihr habt es voll einstellbar. Schicke Karosserie dazu, kostet auch Geld. Dann habt ihr 500 € ausgegeben. Und ich garantiere euch, wenn ihr einsteigt in das Thema, driftet ihr mit diesen Dingern nicht besser als mit sowas hier. Übung, ich sag's nochmal, Übung, Übung, Übung. Sofern die ein bisschen gut justierbar sind und man ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, komme ich mit denen hier richtig weit. Wenn ihr mit denen hier driften könnt, dann kommt ihr auch mit einer teureren Variante klar. Und daher ist meine Quintessenz wirklich zusammengefasst. Für mich lohnt es nicht, hier alles rauszuholen, was geht. Was brauche ich? Ich brauche einen guten Lenkwinkel, ich brauche ein gutes Gyro, ich brauche viel Übung und dann funktioniert das mit relativ wenig Aufwand. Alles an mehr macht Spaß, ohne Zweifel. Habt ihr vielleicht auch richtig Bock drauf, auch auf Einstellbarkeit von irgendwelchen Fahrwerksgeschichten? Hier kann man machen, da gibt's viele Anleitungen zu. Ich habe für mich beschlossen, dass es nicht lohnt, weil das nicht wirklich besser wird, wenn man nicht sowieso genau weiß, was man tut. Das kommt ja auch noch dazu. Ich brauche ja auch Know-how von Fahrwerkstechnik und so weiter. Darum ist Nachbauen gar nicht unbedingt von allem, was geht, so zielführend. 100 €, 2 Stück davon, 200 €. Für 200 € habt ihr 2 Drifter zu Hause, mit denen ihr zu zweit richtig viel Spaß im Wohnzimmer haben könnt. Das ist ein Wort und das ist das, was ich euch in meinen nächsten Aufbauvideos zeigen und vorstellen werde. Und wie gut die funktionieren, erst recht. Also freut euch drauf, bis bald.